Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tutorial zur Erklärung des Mein-Konto-Bereiches unseres Webshops. Heute werden wir den Bereich Bestelllisten behandeln. Im Bereich Bestelllisten haben Sie als Kunden die Möglichkeit, vorher ausgefüllte Excel-Tabellen mit einem bestimmten Muster in unseren Webshop hochzuladen, ohne dass Sie selbst die Artikel im Shop suchen und in den Warenkorb legen müssen. Sie gehen dazu einfach hier auf den Bereich Excel Upload und haben da auch die Möglichkeit, eine Musterdatei herunterzuladen, die Sie dann selbstverständlich befüllen können. Eine vorausgefüllte Musterdatei könnte zum Beispiel so aussehen, dass Sie hier unsere Farbe-Artikelnummern eintragen, selbstverständlich die 13-stellige Artikelnummer, damit das richtig mit Aufmachung und Verpackungseinheit zugeordnet werden könnte. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Kundenartikelnummer hier einzutragen, sofern diese mit unserem Artikelstamm verknüpft wurde. Bei Fragen hierzu können Sie sich einfach an uns wenden und hier hinten müssen Sie die Menge eintragen. Haben Sie dies gemacht, können Sie ganz einfach über den Bereich hier durchsuchen, die ausgefüllte Bestellliste herhochladen, Bestellliste importieren anklicken und die Bestellliste wird hochgeladen. In der vorher ausgefüllten Liste hatte ich den letzten Artikel extra falsch angelegt. Da passt die Verpackungseinheit nicht zu der Menge, die wir angegeben haben. Der Artikel wird hier dann als nicht gefunden angezeigt und Sie wissen auch direkt, an welcher Stelle der Artikel liegt. Sie können nun entweder Ihre Liste entsprechend abändern oder diese Bestellliste ohne diesen Artikel speichern. Dabei haben Sie hier die Möglichkeit, sich hier noch einen Listennamen einzugeben. Das wäre zum Beispiel jetzt der Listenname Tutorial Nummer 3. Dann auf Bestellliste speichern. Wenn Sie in dieses Feld nichts eingeben, wird das Datumsstempel als Liste gespeichert. Wenn Sie die Bestellliste gespeichert haben, wird sie hier in Ihrer Liste der Bestelllisten ergänzt und Sie sehen dies dann als oberste Stelle. In der Liste der Bestelllisten sehen Sie alle vorher gespeicherten Listen. Sie können diese über den Button Anzeigen einfach kurz aufrufen und anzeigen lassen. Sie können bestehende Listen löschen. Sie können die Liste zum Bearbeiten hier downloaden oder einfach in den Warenkorb legen. Wenn wir hier jetzt die Liste von vorhin anzeigen, sehen Sie, es gibt nur 3 Artikel, da der 4. Artikel falsch war. Wenn wir diesen in den Warenkorb legen, wird sie in den bestehenden Warenkorb hinzugefügt. Das heißt, Ihr vorher existierender Warenkorb wird nicht überschrieben. Der Warenkorb lädt an dieser Stelle und Sie sehen auch, welche Artikel jetzt ab Lager sind. Das sehen Sie vorher beim Importieren der Bestellliste nicht, da die Maske keine Bestandsberechnungen tätigt. Sie können hier nun ganz einfach weiter zum nächsten Schritt gehen und die Bestellung abschließen oder Sie navigieren einfach wieder ganz normal in den Mein-Konto-Bereich zurück. Das nächste Mal stellen wir Ihnen den Bereich Schnellbestellungen vor und hoffen, dass Sie auch dann wieder mit dabei sind. Vielen Dank